Ihr Lieben, guten Abend. Es ist Freitagabend, 19 Uhr, Zeit für unser gemeinsames Studium FELSENFEST. Heute Abend ist der 11. Teil von das, was schon im Januar begonnen haben, wo wir gemeinsam über geistliche Vollmacht ein Studium angegangen sind. Und heute Abend die Thematik, was vor uns ist, es ist wirklich begeisternd. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt heute Abend. Ich bin Pastor John Angelina. Schön, dass wir diesen Zeit miteinander haben. Und wir wollen beginnen, wie wir in den vergangenen Freitagabenden begonnen haben. Wir wollen gemeinsam ein Gebet singen, ein Lied singen, die eigentlich unser Anliegen ist für diesen Abend. Herr, öffne du uns die Augen. Mach unser Herzen auf. Wir wollen dich besser sehen und erkennen. So, wir singen es zusammen und dann werden wir gemeinsam Gottes Wort miteinander anschauen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtet erhoben und herrlich. Dies aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtet erhoben und herrlich. Und dies aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Wir singen heilig, 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 heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Sing's nochmal. Heilig, 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 du bist heilig, heilig, heilig. Du bist heilig, 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 ich will dich sehen. Jesus, wir wollen dich sehen. Für das, was du bist, im Licht von das, was du getan hast. Hilf uns zu begreifen, was wir sind, was wir haben, was wir alles tun können. Weil du bist Herr aller Herren und König aller Könige. Lass dein Wort in uns groß und lebendig sein. Und danke für das, was du uns gibst an diesem Abend. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, falls ihr aufgestanden habt mit mir, dann ihr könnt ihr hinsetzen. Vielleicht sitzt ihr schon ganz bequem auf dem Sofa oder im Bett oder wo immer ihr das anschaut. Auch einen schönen Abend ist es heute Abend. Vielleicht einige von euch schalten ein bisschen später ein. Das ist schon okay. Es ist für mich erstaunlich, wenn ich denke, was im Gange ist. Obwohl das ist schon wochenlang, dass wir diese Einschränkung haben. Hunderte von Menschen jeden Freitagabend
haben diese Sendungen angeschaut und lernen zusammen über geistige Vollmacht. Es gibt mir das Gefühl, es ist wie die Urgemeinde in den Obergemarkt, wo sie eingeschränkt waren und die konnten nicht rausgehen. Aber in dieser Zeit, Jesus lehrte sich über das Reich Gottes. Es war nicht nur eine Zeit, wo wir warten auf etwas. Es ist ein sehr produktiver Moment für dich und für mich. Ich spüre, wie Gott uns vorbereitet, wie Gott uns einen Tiefgang gibt in dieser Zeit. Und wir nutzen solche Gelegenheiten wie diesen Freitagabend, wo wir noch tiefer hineingehen können in unsere Beziehung zu Gott, in unser Verständnis zu seinem Wort und sogar auch unsere Verbindung zueinander. So, falls ihr eure Bibeln dabei habt oder dein Laptop, dein iPad, was immer du benutzt, dein Gottes Wort anzuschauen, nimm es raus und gehen wir zu Epheserbrief Kapitel 6, Entschuldigung, Vers 13, wo wir begonnen haben jede Woche. Deshalb ergreifet die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Paulus hat gesagt, nachdem wir alles wohl ausgerichtet haben. Wir können nicht alles wohl ausrichten, wenn wir nicht begreifen, was uns zur Verfügung steht. Oftmals, wenn man denkt von den Waffenrüstung Gottes an und was wir jetzt studieren, man denkt, well, ist das nicht etwas für den Kinderdienst? Es ist nicht etwas, was man die Kinder etwas Schönes beibringen können, weil es ist, jeder kleine Junge, er möchte kämpfen und wie ein Soldat dastehen. Yes, das ist auch sehr hilfreich für die Kinder, aber für uns, die große Kinder sind, es macht unsere Augen auf, wie ernst unsere Situation ist in dieser Welt. Es kommt bösen Tagen zu uns alle, jetzt kollektiv. Wir erleben eine böse Zeitepoche oder Zeitabschnitt. Aber ich sage euch, ihr Lieben, Gott möchte, dass wir gut vorbereitet sind. Und jeder einzelne von diesen Aspekten von Gottes Waffenrüstung ist für uns so wichtig und vermittelt uns so einen Tiefgang zu das, was wir jetzt sind und was Jesus für uns ermöglicht hat durch sein stellvertretendes Werk am Kreuz. So, wir lesen weiter ab Vers 14. So stehet nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem alle aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurige Pfeile des Böswicks auslöschen könnet, und nehmet den Helm des Heils. Das ist unser Ziel heute Abend. Das ist unser Thema. Den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Now, nächste Woche, wir werden das abschließen mit das Wort Gottes, dieses Schwert des Geistes. Aber heute Abend, wir wollen diesen Helm des Heils anschauen. Und diese Waffenausrüstung, die gehen Hand in Hand miteinander. Die sind sogar miteinander irgendwie verbunden. Das eine ermöglicht den anderen. Und als ich hier saß vor 15 Minuten, meine Gedanken, Vorbereitung, bevor ich weiß, es losgeht und die Kamera ist an, ich habe diese Verbindung nicht so gesehen, wie Gott es zu mein Herz flüsterte, zwischen den Panzer der Gerechtigkeit, die unser Herz bewahrt, das haben wir vor ein paar Wochen studiert, und den Helm des Heils, die zu tun hat mit deiner und meiner Gedanken. Und das ist, was der Geist Gottes in meinem Herzen hineingeflüstert hat. Er sagte, den Helm des Heils ist die Fähigkeit, deine Gedanken im Einklang zu überbringen mit deinem Herzen, wenn Gottes Wort in deinem Herzen lebt. Wow! Es ist die Fähigkeit, diese zwei Dinge, wo manchmal es gibt einen Widerspruch oder manchmal einen Kampf, eine innere eine Anstrengung zwischen Gedanken hier oben und Bestimmungen deines Herzens. Und das Helm des Heils hat zu tun mit der Bewahrung unserer Denkweise. Die Bibel nennt das, oder das Neue Testament spricht von der Erneuerung deines Sinnes oder deinen Denkweises.
Wie ein Helm im Natürlichen ist Schutz für deinen Kopf, so ist auch dem Helm des Heils. Er schützt unsere Denkweise, unsere Wahrnehmungen und unsere Gefühle. Na, wir haben vor ein paar Wochen diese Schriftstelle gelesen, aber es ist genauso gültig für diese Situation hier in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Als wir über den Panzer der Gerechtigkeit studierten, wir haben diese Schriftstelle angeschaut, wie wir unser inwendiger Mensch, unser Herz bewahren. Aber ich sage dir, die Tür zu deinem Herz geht durch deine Denkweise, deine Wahrnehmung, was du wahrnimmst. So, der Panzer der Gerechtigkeit ist so wichtig, dein Herz zu beschützen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, dieses Helm des Heils, es ist die Fähigkeit, nicht nur unsere Gedanken zu bewahren, sondern auch den zwei in Einklang miteinander zu bringen. Die Absicht deines Herzens, wo der Geist Gottes wohnt, wo das Wort Gottes lebendig ist und auch die Überlegungen von Gott, die wir verstehen können. Now, wir werden einiges angehen heute Abend. Es ist erstaunlich. Du und ich können Gottes Gedanken und Wege verstehen. Wow! Man sagt, ja, aber John, niemand kann Gottes Wege verstehen. No, das war Alten Testament. Wir leben in einem neuen Testament. Einen neuen Bund haben wir mit Gott, mit neuen Verheißungen, mit besseren Verheißungen. Lass uns das ein bisschen tiefer anschauen. Wir gehen zu Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Now, für die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, alle vergangenen Lektionen, die wir miteinander studiert haben, die sind erhältlich auf unserem YouTube-Channel. Man muss nur die kleinen Glocke leuchten und dann wird man jedes Mal, wenn etwas neu gepostet wird, du wirst gleich informiert. Und du kannst die vergangenen Wochen anschauen. Ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass den meist angesehenen Freitagabend, Bibelstudienabend, war über den Taufe im Heiligen Geist, wo wir gelernt haben zwischen dem Geist in uns und der Geist auf uns, selber Heiligen Geist. So, falls ihr das verpasst habt, das muss ihr unbedingt nachholen. Was heißt das? Was ist der Taufe im Heiligen Geist? Aber hier in Römerbrief Kapitel 12, Vers 2, und bei diesen Abenden, wir benutzen viele Bibelstellen. Warum? Ich habe gelernt vor langer Zeit, ich möchte lernen, was die Bibel zu sagen hat über gewisse Themen. Oftmals, man hört einen Bibelschriftsteller und dann 20, 30, 40 Minuten über Gedanken, was es vielleicht bedeuten könnte oder bedeuten sollen oder wie man das erfahren hat oder nicht erfahren hat. Aber ich habe gelernt, manchmal meine Erfahrung muss eine Veränderung erleben. Manchmal meine Siegweise ist nicht immer das absolute Korrekte. Aber wenn ich das Wort Gottes Raum gebe, dass das Wort mir beibringt, was sagt das Wort über ein gewisses Thema, dann lerne ich so viel. Und hier lernen wir über den Helm des Heils, diese Art und Weise, wie unsere Gedanken können neu geformt sein. Und so lasst uns Raum geben, wo das Neue Testament zu unser Herz sprechen können. Was sagt das Neue Testament über genau diesen Thema? Und hier Paulus hat das direkt angesprochen. Römer 12, Kapitel 12, Vers 2. Es heißt hier, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Now, dieses Wort gleichförmig bedeutet ständiger Druck vom Außen, der versucht, uns anders zu formen, als wir wirklich in Gott sind. Es gibt Druck in dieser Welt. Jesus weiß das selber. Er hat das erlebt, als er auf die Erde ging. Und Paulus ermahnt uns hier, er sagte, sei nicht gleichförmig, geh nicht unter diesem Druck und sei wie all die anderen. Es gibt Geschichten im Alten Testament und alles, was Israel passierte, ist für uns als Warnung und als Vorbild und als Ermutigung geschrieben. Es gab eine Zeit, wo die alle wollten einen König haben. Und Gott sagte, nein, ihr möchtet keinen König haben. Er wird das, jenes und alles tun zu euch. Nein. Wir wollen gleich wie all die anderen sein. Und am Ende, die haben einen König bekommen und es war genauso, wie Gott im Vorfeld sagte.
Es gibt manchmal Druck. Und man muss unterscheiden zwischen zeitgemäß, was wir tun, denke ich, ist zeitgemäß. Vielleicht waren wir als Gemeinde ein bisschen hinterher, aber zum richtigen Zeit, dank sei Gott, mit dem Livestreaming. Aber es ist ein Unterschied zwischen zeitgemäß und weltlich. Zeitgemäß heißt, ich sehe, was Gott mir zur Verfügung gibt heute, was vielleicht vor 20 Jahren nicht möglich war, und ich benutze das für seine Ehre, um das Wort weiterzubringen. Weltlich ist, wenn ich versuche, genauso zu sein wie Menschen, die Jesus nicht kennen, und du siehst keinen Unterschied. Und dieses ständige Druck, genauso in Situationen zu reagieren wie anderen Menschen, genauso zu handeln, genauso zu reden, wir sind alle solcher Druck ausgesetzt. Und Paulus sagt hier, sei nicht, wir lesen es nochmal, sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, verändert, neu geformt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und vollkommene und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir können den guten, den wohlgefälligen und vollkommenen Wille Gottes erkennen. Wie? Indem wir lassen, dass unsere Gedanken erneuert werden. Die Erneuerung unseres Sinnes. Na, wie geschieht das? Das werden wir lernen heute Abend. Und ich kann euch im Voraus sagen, Gott sandte sein Wort, damit wir unsere Denkweise ändern können. Und wenn unsere Gedanken sind in Einklang mit seinen Gedanken, wir tun seine Wille. Und hier kommt ein großer Hammer. Sein Wort ist sein Wille uns gezeigt. Wenn du das Wort beginnst wirklich zu sehen, wenn das Wort in dir lebendig wird, das heißt, du beginnst dein Leben neu zu gestalten, aufgrund von was du beginnst zu sehen in seinem Wort. Denn du beginnst in seiner Wille noch genauer und noch besser zu leben. Und es gibt unterschiedliche Ebenen. Du hast den Guten, du hast den Wohlgefälligen, aber es gibt den Vollkommenen. Und das Ziel sollte sein, den Vollkommenen. Manchmal wir tun Dinge auf eine gewisse Ebene und es ist gut. Aber wir sind nicht sicher, ob das vollkommen ist. Wir gehen ein bisschen weiter im Gottes Wort, wir lernen ihn besser zu kennen und das macht Gott glücklich. Das ist, was das Wort wohlgefällig bedeutet. Gott ist glücklich, dass wir uns bemühen, ihn besser zu kennen und in seinem Wort besser zu leben. Aber es kommt einem Punkt, wenn du dran bleibst, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was der Wille Gottes sei in jeder Situation. Now, wie kann ein Mensch das behaupten? Das habe ich nicht behauptet. Das vermittelt uns das Neue Testament. Schauen wir das an, weil das ist für mich eine der begeisternden Elemente oder der begeisternden Aussagen über die Fähigkeit, unser Leben zu verändern, völlig verwandelt. Wisst ihr, was das Wort verwandelt bedeutet? Es bedeutet äußerlich das zu werden, was wir innerlich schon sind. Sieh, in Christus, wenn du sagtest, Jesus, komm in meinem Herzen, wow, du bist vollkommen in Christus, innerlich, aber es ist wie eine Same. Diese Vollkommenheit muss wachsen, muss eine Erfahrung erleben, muss sichtbar sein für andere Menschen um dich herum. Und so das Potenzial, als Christ, als Nachfolger Christi, anders zu leben, ist in jeder einzelnen Gläubiger. Aber geben wir es Raum. Die Frage ist, und hier ist ein wichtiger Bestandteil, nicht der einzige, aber ein wichtiger Bestandteil, lassen wir unsere Denkweise neu sein, erneuert werden, werden wir verwandelt werden durch eine neue Sicht, die wir nur durch Gottes Wort gewinnen können. Werden unsere Gedanken und unsere Beurteilung, sogar unsere Wahrnehmung in einen neuen Weg eingegangen durch das Wort? Oder leben wir noch weiter und unter diesem Druck vom Außen, von dieser Welt, obwohl wir Jesus lieben, obwohl wir beten, obwohl wir die Bibel lesen, man sieht kaum einen Unterschied in unserer Erwartung
und unsere Ängste und unsere Sorgen. Nein, Gott möchte dich ändern. Gott hat dir keinen Geist von Angst gegeben. Er hat dir Kraft, Liebe und klares Denken. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Und Gott möchte, dass du entdeckst, was du bist und was du hast. So, wir gehen jetzt zu 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Und ich möchte euch heute Abend 3 Grundsatzentscheidungen geben bezüglich, wie du deinen Gedanken ändern kannst, positiv verändern kannst. Und wir reden nicht hier über positives Denken. Ich meine, es ist besser, positiv zu denken als negativ. Aber wenn wir reden von der Erneuerung deines Sinnes, das ist völlig anders als positiv zu denken. Das ist dein Denkweise völlig neu zu formen. Und das bringt hervor eine Verwandlung. Das Bild hier von Verwandlung ist wie eine Raupe zu einem Schmetterling. Wenn du eine Raupe siehst, einen Schmetterling siehst, es ist kaum zu glauben, dass der Schmetterling ist entstanden aus der Raupe. Ja? Und so waren wir. Wir waren wieder Raupe, bevor Jesus in unser Leben kam. Jesus kommt in uns und diese Verwandlung kann stattfinden, aber wir müssen es angehen. Wir müssen das Wort in uns Raum geben. Wir müssen bereit sein, dieses Helm des Heils anzuziehen. Das heißt, mein Leben, meine Situation, was ich gerade jetzt durchgehe, im Licht von, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Wow, das ist das Helm des Heils. Gottes Heil ist Gottes Kraft, Gottes Rettung, Gottes Fähigkeit, uns zu versorgen, uns zu helfen, uns zu heilen. Jetzt lebe ich aus einer neuen Siegweise, weil dieses Helm des Heils beginnt, meine Gedanken neu zu formen. Und wenn meine Gedanken neu geformt sind, es bringt meinen ganzen inneren Mensch in Einklang mit den Plänen und Absicht Gottes. Wow, mein Herz kann wirklich zur Ruhe kommen. Schauen wir das an. Das ist das allererste, was man tun muss. Erste Grundsatzentscheidung. Lass das Wort Gottes die Autorität für dein Leben sein. Ja, ich weiß, für uns, ich sage uns Deutsche, ich bin so lange her, jetzt 40 Jahre dieses Jahr. Ich bin mehr in Deutschland, länger in Deutschland als in Amerika. Ich fühle mich mehr bayerisch als alles anderen. Und ganz ehrlich gesagt, für uns in unserer Gesellschaft, wir wollen nicht, dass irgendetwas eine andere Autorität über uns hat. Und wir sind aufgewachsen, ich in meiner Generation, ich bin in den 50er Jahren geboren, ein junges Teenager in den 60er Jahren, in den 70er Jahren. Und wir waren absolut den Rebellen. Ich möchte, dass ich nicht jemands Autorität irgendwie annehmen. Ich bin mein eigener Herr im Haus sozusagen. Und diese Einstellung, auf einer Seite, Gott könnte eine Generation benutzen mit dieser Einstellung, weil die waren nie bereit, irgendwie etwas nur aus der Tradition, nur weil jemand anderes das gemacht hat, das auch gleich zu marschieren, das gleich zu tun. Auf der anderen Seite, das kann ein Problem sein. Wir müssen wissen, es gibt Dinge, die richtig sind und falsch sind. Die sind richtig, weil sie richtig sind. Die sind falsch, weil sie falsch sind. Und der einzige Weg, wie ich wirklich verstehen kann, was ist richtig und falsch, was ist gut und böse, was gefällt Gott und nicht gefällt Gott, hat Gott mir in der Hand gegeben, seinem Wort. Und ich muss dann, und du musst für dich, und niemand kann das für dich stellvertretend machen, wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. Wird das Wort das letzte Wort in meinem Leben haben oder ist es nur ein guter Vorschlag? Ist das 10 Gebote ein guter Vorschlag oder ist das wirklich Gebote? Ist Gottes Buch von Sprüche Weisheit für mein Leben oder nur ein paar gute Ratschläge, die ich entweder nehmen oder ablehnen kann? Sieh, deine Einstellung, wie du mit Gottes Wort umgehst, wird bestimmen, was für eine Wertigkeit das Wort in deinem Leben hat. Und ich habe festgestellt, wenn ich das Wort die erste Stelle gebe in meinem Leben, das Erste, was ich merke, ist, wie viel Veränderung ich brauche. Aber das Zweite ist wie bereit Gott ist, mir Gnade und Hilfe zu geben, diese Veränderungen auszuleben. So, lass uns das anschauen. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, wir beginnen ab Vers 9. Paulus zitiert eine Aussage
im Alten Testament, die viele Menschen benutzen als der Maßstab für alle Dinge. Du kannst nicht wissen, was Gott tut. Now, ehrlich gesagt, Gott tut mehr, als was wir begreifen und verstehen können. Keine Frage. Aber es ist nicht ganz korrekt, zu sagen, dass wir überhaupt keine Ahnung haben können in Bezug auf das, was Gott tut und tun könnte und tun möchte. Hör, was Paulus sagte. Es heißt hier, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist das Zitat aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament. Aber das Neue Testament geht einen Schritt weiter. Hat Gott uns aber geoffenbart. Und das Wort geoffenbart bedeutet geschaut. Gezeigt. Wenn Gott uns offenbart, er zeigt uns Dinge, die im Alten Bund, die können nur sagen, wer kann das verstehen? Und dann kommst du zu dem Neuen Bund. Dann beginnst du zu merken, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Und der Geist Gottes, er ist der Lehrer der Gemeinde. Er wird uns in die ganze Wahrheit hineinführen, hat Jesus gesagt. Und jetzt er ist gekommen, uns zu zeigen, was hat er gesagt hier? Das, was vorher nicht gesehen war, was vorher nicht in den Sinn gekommen ist, was vorher nicht vorstellbar war, jetzt aber heute in den neuen Bund hat der Geist Gottes uns das geoffenbart und hat Gott uns das geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Ich meine, tiefer kannst du nicht gehen. Der Geist Gottes erforscht alles. Und der Geist Gottes möchte uns das, was er alles anschaut, uns zeigen. Na, das ist ein Gedanke für sich. Wow. Sieh, wir sind nicht abhängig von unserer eigenen Ausbildung, unserer eigenen Intelligenz alleine. Gottes Wort hat die Fähigkeit, auch Menschen, die vielleicht nie akademisch geneigt sind, dass sie auch große Weisheit erkennen und verstehen können. Gottes Wort hat das übernatürliche Fähigkeit, auch normale Menschen, auch einfache Menschen, und ich werde mich selber zu einer in dieser Gruppe zählen. Ich bin nicht ein Akademiker. Ich sage euch, ich versuche, den Briefen, den Schreiben von meinem Sohn zu lesen. Er studiert zurzeit und er fängt an seine Doktorarbeit. Ich bemühe mich, ich lese jedes Wort. Und dann muss ich ihm anrufen und sagen, kannst du das ein bisschen erklären? Weil es manchmal wie Chinesisch ist für mich. Dieser Welt von Akademie hat er seine eigenen Sprachart und eigenen Verständnis und ich habe großen Respekt davon. Aber ich habe auch gelernt, ich muss nicht mein Leben bestimmen von was ich gelernt habe allein, sondern Gott kann mir Dinge zeigen, praktische Dinge zeigen, übernatürliche Dinge zeigen durch sein Wort, der nicht nur mein Leben bereichert, sondern mein Leben hilft und mein Leben oder aus meinem Leben ein Segen hervorbringt für die Menschen um mich herum. Und Gott möchte dasselbe in dein Leben tun. Oftmals wir denken so wenig von uns selber. Aber wenn du könntest dich sehen, wie Gott dich sieht, du bist sein Augapfel. Du bist das Wichtigste in seinem Herzen. Und deswegen hat er so liebevoll und so mühevoll über sein Wort eigentlich geschützt und beschützt, damit wir zu einem Punkt kommen können, wo wir hier sitzen können an diesem Abend und sagen, lass uns zusammen lesen. Schau, was er sagte hier in der nächsten Satz, in Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist? Übrigens, darf ich das sagen? Das ist ein pastoraler Rat. Richte keiner, weil du hast keine Ahnung, was in jemandem ist. Nur du weißt, was in dir ist. Okay? Deswegen hat Jesus gesagt, richte nicht, weil niemand weiß, was in jemand anderen ist, als nur der Geist dieses Menschen, des Menschen, der in ihm ist.
so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Now wait a minute, nur Gottes Geist weiß, was in Gott ist, aber Gottes Geist ist in dir und ist dir gegeben und ist in dir hineingekommen, um dir zu zeigen, sogar die Tiefe der Gottheit. Was für ein Potenzial du und ich haben, wenn wir den Geist Gottes Raum geben, dass uns lehren können. Now, wie macht ihr das? Das ist so begeisternd. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott. Du hast den Geist aus Gott. Du hast keinen falschen Geist, wenn du sagtest, Jesus, komm in meinem Herzen. Boom, der Geist Gottes ist in dein Herzen gekommen, dir einen neuen Geist zu geben, aber auch dir zu lehren, zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Und der Hauptweg, wie er das tut, ist hier mit seinem Wort. Es heißt hier, wir haben den Geist Gottes, sodass wir wissen können. Unterstreicht das 10-mal. Damit wir wissen können. Damit wir wissen können. Sodass wir wissen können. Gott spielt nicht mit uns. Er möchte, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Und dieses Wissen ist ein Resultat von unverdienter Gunst, Gottes Gnade. Wir haben den Geist, der aus Gott gekommen ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Und davon reden wir auch. Now, hier geht's los für uns. Und ich werde euch helfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich beurteilen. Now, das war für mich für lange Zeit ein Rätsel. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und ich habe festgestellt, in der Ursprache, du könntest das genauso gut sagen, indem wir geistliche Gedanken mit geistlichen Worten erklären. Du sagst aber, John, das ist alles so geistlich. Oh, wait a minute. Warte, bis du hörst, was Jesus sagte. In Johannes Kapitel 6, er sagte in Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind was? Geist und sind Leben. Sieh, Gottes Wort, das, was Jesus uns gegeben hat, das, was das Neue Testament uns vermittelt, ist geistliche Worte, vom Gottes Geist gegeben. Und wenn wir wollen Gottes Gedanken erkennen, müssen wir bereit sein, das Wort an erster Stelle zu setzen und zu sagen, Geist Gottes, hilf mir zu lernen, was dieses Wort zu meinem Leben, zu meiner Situation, zu der heutigen Situation zu sagen hat. Wir reden über geistige Worte, geistige Gedanken mit geistlichen Worten. Gottes Gedanken vermittelt durch sein Wort. Und wenn wir sein Wort dieser Stellenwert geben, es ist erstaunlich, wie Gott uns hilft, wie wir gesungen haben heute Abend. Herr, öffne mir die Augen. Warum? Ich möchte dich sehen. Und das ist genau, was der Geist Gottes tun möchte. Er tut das heute Abend. Na, wir lesen weiter, weil es gibt eine Gefahr. Und hier ist das, Vers 14 in Kapitel 2. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wie kann ich das geistlich beurteilen? Indem ich lerne, das Wort mit das Wort zu vergleichen. Indem ich erlaube, dass das Wort mir das Wort lehrt. Sieh, wenn nicht meine Meinung oder meine Erfahrung ist das Ausschlaggebende, sondern was ich entdecke im Gottes Wort, beginnt meine Gedanken neu zu formen, beginnt meinem Leben neu Richtung zu geben. Dann lasse ich, dass das Wort das letzte Sagen hat in meinem Leben. Ich lasse das ein bisschen sitzen. Das Wort muss das letzte Wort haben in deinem Leben. Sonst wirst du den Frucht und von den Segen wirklich ein bisschen abgeschirmt und ein bisschen zurückgehalten werden. Obwohl Gott dir alles geben möchte. Obwohl du als Kind Gottes ein Recht hast, an alles Anteil zu haben.
Und der Geist Gottes möchte dir zeigen, was du alles von Gott bekommen hast. Aber der seelische Mensch, das ist der Mensch, der nicht bereit ist, dieser Stellenwert zu Gottes Wort zu geben. Na, ich sage euch ganz ehrlich, er redet nicht hier vom Sünder, Weltlichen. Das sind Christen. Wir werden gleich sehen, er redet zu den Christen als seelischer und sogar als fleischlich. Ein seelischer Mensch ist ein Mensch, der nur annehmen kann, was er selber mit seiner eigenen Psyche, das ist der Sitz von deiner Seele, das griechische Wort ist Psyche, deine Gedankenweise. Wenn das ist das letzte Instanz für dich, was du mit deinem logischen Denken alles ausdenken kannst, nachvollziehen kannst, dann ist das, was Gott uns gibt durch sein Wort für dich, eine Torheit. Das heißt, es ist Nonsens. Was soll das Ganze? Und ein solcher Mensch kannst du nicht helfen, wirklich. Du kannst nur für sie beten, bis eine Entscheidung getroffen wird. Ich möchte Gott kennen durch sein Wort. Now, er geht weiter, er sagte hier, der geistige Mensch aber erforscht alles. Er selbst jedoch wird von niemandem erforscht. Now, das ärgert Leute. Manchmal ist es schwer zu verstehen, was einen Mensch, der von Gottes Geist und durch Gottes Wort geleitet und gelenkt wird, wirklich nachzuvollziehen. Und es ist nicht, dass man komisch ist und so abartig ist. No. Aber manchmal, wir gehen Dinge ein, die andere Menschen nicht verstehen können. Ich weiß, als ich dieses Gespür von Gott, ich sollte nach Deutschland kommen, vor vielen Jahren, dieses Jahr 40 Jahren. Es hat keinen Sinn ergeben in meinem Verstand. Und die Menschen um mich herum können das auch nicht wirklich verstehen. Aber ich wusste, das ist eine Führung Gottes. Ich wusste, Gott führt mich liebevoll in seinem Plan. Und ich bin sanft und mit Furcht und Zittern Schritt für Schritt in diese Abenteuer eingegangen. Und Menschen konnten es nicht nachvollziehen. Aber ich konnte es nicht verleugnen. Ich wusste, Gott führt mich gerade jetzt. Ich bin nicht gekommen mit allwissend und jetzt. Ich bin gekommen mit Furcht und Zittern. Kleine Schritte. Aber ich konnte nicht verleugnen. Und das ist manchmal schwer für Menschen, die Gottes Wort und Gottes Geist nicht kennen, das wirklich immer zu verstehen. Warum jemand seinen vielleicht Beruf abgibt und geht in eine Mission oder solche Dinge tut. Das kann man nur verstehen, wenn du weißt, was Gott in deinem Herzen eingehaucht hast. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme, die kennen mich. Und es ist schwer, jemandem das zu vermitteln, der das Wort Gottes auch nicht versteht. Er sagte hier aber, der geistige Mensch erforscht alles und er selbst jedoch wird von niemandem erforscht. Denn wer hat das Herrn Sinn erkannt oder den Gedanken Christi erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben Christi Sinn. In anderen Worten, wir haben Christis Gedanken, Jesus' Gedanken. Wo haben wir Jesus' Gedanken? Hier. Gott legte seinen Gedanken unmissverständlich für uns zu entdecken in seinem Wort. Was wir daraus holen, was wir damit tun. Eine persönliche Angelegenheit, persönliche Entscheidung. Erlaubt mir, lass uns einen Schritt weiter. Wir gehen in das nächste Kapitel. Aber bitte, das Kapitel in Vers wurde später eingeschrieben. Das ist eine Gedanke, aber das hat zu tun mit uns. Er redet da von dem geistigen Mensch, dem seelischen Mensch. Und jetzt möchte er auch über den fleischlichen Mensch hier etwas zu sagen haben. In Vers 1, Kapitel 3. Und ich, meine Brüder, könnte nicht mit euch, das sind Christen, nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. Na, wenn jemand unmündig ist, er ist nicht fähig, für sich selber zu sprechen. Und es sind viele Christen, die geistlich gesehen unmündig sind. Warum? Weil sie sind von ihrer eigenen Sinneserkenntnis abhängig.
Die sind, was er sagte, ein seelischer Mensch geworden. Und sogar nur, was sie wahrnehmen, ist für sie, ihre Gefühle und ihre innere Wahrnehmung ist für sie das Wichtigste. Die sind fleischlich. Und ein fleischlicher Christ ist gleich ein unmündiger Christ. Na, lass mich auch das sagen. Jeder von uns fängt an als unmündiger Baby in Christus. Es kann sein, du warst 60 Jahre jung, als du zum ersten Mal wirklich Jesus in deinem Herzen eingeladen hast. Du bist 60 Jahre jung in diesem natürlichen Leib, aber in Christus bist du zu diesem Zeitpunkt ein unmündiger Baby. Und unmündige Babys brauchen das unverfälschte Milch von Gottes Wort, damit sie wachsen können. Gottes Ziel ist, dass wir alle zu einer Reife kommen. Reife Söhne und Töchter Gottes. Aber jeder fängt an unmündig. Aber wenn du sagst, nur was ich wahrnehme, meinen 5 Sinne, wenn ich in dem Sinne ein fleischlicher Mensch bin, wenn ich ein seelischer Christ bin, du hast dich selber zurückgehalten vom Wachsen. Und du kannst den Wege Gottes nicht wirklich verstehen. Du bist unmündig. Das heißt, lass mich das sagen, ein unmündiger Erbe zum Beispiel mag sein, dass er ist der Erbe von das ganze Vermögen, aber bis er mündig ist, er kann nichts davon benutzen. Jemand anderen ist vorgesetzt, weil er ist unmündig. Und so ist das für viele Christen. Die sind Christen, tatsächlich Kinder Gottes, aber weil sie fleischlich oder seelisch sind, die sind immer noch unmündig. Und Gott kann sie das nicht alles anvertrauen. Ich vergleiche das immer für mich als Vater. Ich erinnere mich, als meine Kids klein waren. Mein Sohn liebte, in meinem Auto zu sitzen und den Lenkrad. Jetzt mein Enkelsohn tut das und geht brum, 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 brum. Mit 5 oder 4 oder 3 war ich nicht bereit, den Schlüssel zu geben. Warum? Weil er ist mein Erbe, er ist mein Sohn. Ja, aber er ist noch nicht mündig, er ist noch nicht reif genug. Es wäre völlig unverantwortlich für mich, ihm den Schlüssel in der Hand zu geben. Und so ist es mit unserem himmlischen Vater. Viele von euch fragen, ja, warum Gott tut nicht jenes aus und das in meinem Leben? Wait a minute. Bist du in der Lage, diese Weisheit, diese Fähigkeit, diese Herrlichkeit, diese Kraft wirklich zu verwalten? Lebst du fleischlich, lebst du seelisch und dann bist du unmündig. Und deswegen kann Gott dir das nicht zutrauen. Aber du kannst wachsen, das ist die frohe Botschaft. Du hast den Geist Gottes, du hast das Wort Gottes. Es kommt darauf an, was machst du daraus? Er sagte hier in der nächsten Satz, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Das ist der einzige Weg, aus der Unmündigkeit zu wachsen, ist mit Milch von Gottes Wort. Und dann sagt er hier, ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Eine englische Übersetzung sagt, er lebt wie ganz normale Menschen. Du sagst dann, sind wir nicht normal? Nicht mehr. Und dein Nachbarn vielleicht weiß das schon. Du bist nicht mehr normal. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein neuer Kreator in Christus. Der Geist Gottes jetzt lebt in dir. Wow. Das zweite Grundsatzentscheidung, die du treffen musst, ist, tue das, was das Wort Gottes sagt zu tun. Nicht nur studieren, nicht nur lernen, nicht nur entdecken, sondern auch Schritt für Schritt umsetzen. Lese das vom Jakobus, Kapitel 1, Vers 21. Er sagte hier, darum leget alle Schmutz und Vorrat von Bosheit ab und nehmet mit Sanftmut. Das Wort Sanftmut bedeutet Belehrbarkeit. Bitte denk nicht, dass du bist der Ein und Alles von aller Wissen. Du weißt nicht alles, ich weiß auch nicht alles. Wir lernen zusammen. Diese Bibelabenden dienen uns. Ich lerne so viel, obwohl ich mich vorbereitet habe für diesen Abend. Ich bin diejenige, der heute Abend etwas gehört, das ich bisher nie so gehört habe. Der Helm des Heils bringt meinen Herz und Gedanken in Einklang miteinander. Wow, sieh diesen Helm an, indem ich das Wort Gottes an erster Stelle habe in meinem Leben und hier, dass ich mich eine Grundsatzentscheidung treffe. Herr, helf mir, ein Täter des Wortes zu sein. Er sagte hier,
Es heißt ja, nehmet mit Sanftmut an das eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen, euer Denken, euer ganzen seelische Mensch, das war sein Problem, seine Denkweise hat ihn gefangen genommen. Es kann deine Seele retten. Na, er redet zu Christen, die sind gerettet im Herzen, aber ihre Denkweise halten ihr Wachstum zurück. Die sind unmündig. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen wurdet. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleich einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Hey, stell dir vor, du stehst auf, morgen früh, du siehst, dein Haar ist verrückt, du musst deine Zähne putzen, du musst deine Nase putzen, du musst dein Gesicht waschen und du sagst, wow, es ist eine Menge Arbeit und du gehst weg und gehst in die Arbeit. Jeder wird sagen, was ist los mit ihm? Und so ist das für uns Christen. Wir schauen hinein in dieser Spiegel von Gottes Wort, weil es reflektiert für uns die Herrlichkeit Gottes, den Absicht Gottes, den Gedanken Gottes. Und wenn wir nicht das Wort nicht nur hören, sondern auch umsetzen, denn wir sind genauso wie Menschen, die schauen in den Spiegel und sehen alles, was sein könnte, was neu geformt sein könnte, und wir vergessen und gehen gleich weg. Und es hat keine Auswirkung. Sieh, es ist ein Täter des Wortes, der gesegnet ist. Nicht nur einen Hörer allein. Ich glaube, das sagt er hier später. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig oder gebläst, Neudeutsch. Der wird selig sein in seinem Tun. Diese Segnung, dieses Blessing kommt in das Tun. So, denk daran. Hast du vergessen, dass du ein neuer Kreator bist? Dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist? Das haben wir gelernt über den Panzer der Gerechtigkeit. Dass du ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, dass du dazu gehörst. Du bist ein Königskind. Wow. Du bist ein Gotteskind. Vergiss das nicht. Und das Letzte, das Dritte, bekenne, was das Wort Gottes über dich sagt. Nicht nur hören, nicht nur annehmen, nicht nur umsetzen, aber lass es auch deinen Lippen, deinen Bekenntnis, was aus deinem Mund kommt, neu formen. Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Und wenn Gott möchte Dinge verändern, Gott spricht. Er sah den Chaos, den Tohuwabohu, und er sagte, Licht sei. Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es da, sagt uns Römerbrief. Und du und ich, wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Unsere Worte haben Macht. Leben und Tod ist in den Zungengewalt. Was lassen wir los? Wenn wir das Wort loslassen, wir sprechen Leben aus und Segen aus. Denk an, was Jesus sagte, mein Wort sind Geist und sind Leben. Es heißt in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 13, zurückschauen auf den alten Bund, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Sieh, wenn du wirklich glaubst, dann redest du. Dann redest du. Now, in Abschluss heute Abend, ich möchte euch zu einer Passage bringen, was mein Leben so bereichert hat. Es hat viele Dinge in meinem Leben bestimmt. Und es ist diese Aussage in Jesaja 55. Und es zeigt uns, wie wir anders sein können. Und es hat zu tun mit Gottes Wort. Und das ist im Grunde genommen die Auswirkung von diesem Helm des Heils. Das Panzer der Gerechtigkeit schützt meinem inwendigen Mensch, den verborgenen Mensch des Herzens. Aber das Helm des Heils, wow, meine Denkweise wird beschützt. Und die zwei beginnen miteinander gleich zu denken, gleich zu handeln. Es bringt die zwei in Einklang. Meine Seele und mein Geist, meine Gedanken, meine Absicht des Herzens.
Und hier in Jesaja 55 hören wir, was Gott sagte. Er sagte, der Gottlose verlasse seinen Weg und die Übeltäter seine Gedanken. Na, wir werden diese zwei Worte immer wieder sehen. Wege und Gedanken. Sieh, was du tust, ist das Resultat, weil du hast einen Gedanken irgendwann aufgenommen. Der Tat kommt noch später, aber es hat alles angefangen wie einen kleinen Samen in deine Gedanken. Erinnert euch an, was wir gelernt haben über die feurigen Pfeile. Der feurige Pfeile des Feindes. Du hast ein Schild des Glaubens, aber du hast auch einen Helm des Heils, der diese Gedankenwelt auch beschützt. Du hast ein Schild, du hast einen Helm, du hast beides. Und es ist da, um deine Gedanken zu beschützen, damit du nicht im falschen Weg irgendwo hineinfällst. Gedanken und Wege gehen Hand in Hand. Und kehret um zum Herrn, so wird er sich seinen erbarmen. Und zu eurem Gott, denn er vergibt viel. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Na, stopp für einen Moment. Warum sind unsere Wege nicht seine Wege? Er hat uns gesagt, weil unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Wie können seine Gedanken unsere Gedanken sein? Indem wir das Wort an erste Stelle setzen. Indem wir beginnen, das Wort zu tun. Indem wir beginnen, das Wort auch auszusprechen. Sieh, diese 3 kleine Schritte wird aus deinem Leben einen neuen Weg ermöglichen. Gott sagte, meine Wege sind anders. Und meine Gedanken sind anders. Aber wenn deine Gedanken, wir können es umdrehen, wenn meine Gedanken werden gleich wie Gottes Gedanken sein, automatisch, es endet mein Lebensstil. Und das ist, was er meinte mit Wege. Unser Handel, was wir tun und wie wir das tun. Er geht weiter und er sagte hier, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege und aus eure Wege und meine Gedanken aus eure Gedanken. Oh, das ist so schade. Seine Wege sind höher, seine Gedanken sind höher. No, er hat noch nicht aufgehört, hier uns etwas zu sagen. Schaut den nächsten Satz an. Denn, sieh, das Wort denn ist ein Verbindungswort. Es bringt 2 Gedanken zusammen. Denn, gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht, dass sie dem Seemann Samen und den Hungrigen Brot gibt. Also soll das Wort, das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Sie sollen nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende. Gott sagte, ich weiß, dass eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Deswegen sind eure Wege nicht der richtige Weg. Aber gleich wie Regen und Schnee vom Himmel fällt, ich habe mein Wort euch anvertraut. Ich sandte mein Wort. Und durch dieses Wort, genauso wie Regen und Schnee, das Erde bereitet, damit es neue Ernte hervorkommen können und Frucht hervorkommen können, so wird es sein mit meinem Wort. Und Gott sagte, ich bin die Garantie. Ich wache über dieses Wort. Wenn du es wagst, das Wort anzunehmen, wenn du bereit bist, das Wort an erster Stelle zu setzen, wenn du beginnst, dein Leben Schritt für Schritt gemäß seinem Wort neu Schritte zu machen, wenn du beginnst zu bekennen, und du lass nicht locker an dieser Bekenntnis der Hoffnung, die in dir ist. Gott sagte, ich schaue auf das und ich werde bewirken, dass mein Wort wird nicht zurückkehren zu mir leer. Es wird genau das erfüllen, wozu ich es sandte. Darf ich euch sagen, das größte Sanden von seinem Wort war Jesus selber. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort ist Gott. Und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und zeigte uns den unsichtbaren Gott. Und jetzt das Wort kann in dir leben, Fleisch annehmen und kann sichtbar sein für andere Menschen. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen, diesen Helm des Heils anzuziehen. Wow! Diese Gedanken von der Ausrüstung Gottes, von der Waffenrüstung Gottes,
sind so wichtig für uns. Für heute, morgen und übermorgen. Es wird uns durch diese Phase, die wir gerade jetzt erleben, durch diese Einschränkung nicht nur durchbringen. Wir kommen das durch stärker und noch fähiger sein und noch mehr Vertrauen in uns haben als je zuvor. Weil wir haben die Zeit genutzt, wie die Christen in den Obergemacht. Tagelang, wochenlang. Die haben nur nicht auf das Sofa gelegen und gesagt, okay, wir warten, bis etwas geschieht. Nein, die waren täglich ins Wort. Die haben gelehrt und gehört über das Reich Gottes. Deswegen diese Freitagabenden, diesen Dienstagabenden, diesen Gottesdienste, die sind für mich so wertvoll, weil ich spüre, wie Gott uns zusammenbindet und uns neue, tiefe Wurzel schenkt. Und das ist mein Gebet für jeder Einzelne, der heute Abend diese Bibellektion mit uns miterlebt haben. Ich möchte für euch beten in Abschluss und dann habe ich noch ein paar Ansagen zu machen, aber lass mich für dich gerade jetzt beten. Vater, ich spüre, dass heute Abend, es sind einige, die vielleicht zum ersten Mal wirklich gehört haben, wie ihr Leben anders sein kann. Vielleicht einige den anderen hören zum ersten Mal, was Jesus wirklich für uns getan hat. Und wenn das dein Herz spricht, du kannst schlicht und einfach, wo du bist, sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Schenk mir dieses neues Leben. Wenn du es wagst, das zu tun, der Geist Gottes wird in dein Leben kommen. Und das Ganze kann beginnen. Für andere, ich spüre, wie Gottes Wort ein neuer Stellenwert gewonnen hat. Ich spüre auch, wie einige, die frustriert waren, weil einiges vielleicht hat nicht so geklappt, wie du dachtest. Well, ich habe gelernt, ich kann nur von meinem Leben sprechen. Manchmal, ich habe nicht immer alles gesehen, wie ich dachte in dem Moment. Ich dachte, ich war völlig recht, ich habe das wirklich verstanden und so vieles ist in meinen Siegweise unbedingt vielleicht schief gegangen und nicht korrekt. Sei nicht bitter Gott gegenüber. Aber habt das Wort Sanftmut, was Jakobus sagte, lass Gott dich neu belehren. Lass ihn sanft sein Wort in dir neu lebendig machen. Er ist derjenige, der seine Hand ausstreckt, uns wieder hochzurichten, aufzurichten und sagt, hey, wir gehen weiter. Wir machen es, wir schaffen es. Er bringt uns ans Ziel. Er ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Dank sei Gott, wir müssen es nicht alleine schaffen. Es ist kein Wettbewerb gegeneinander. Unser großer Bruder Jesus, er hat es angefangen in uns, er wird das vollenden in jeder Einzelnen von uns. Das ist gewiss. Amen. So, ich segne euch und ich wünsche euch absolut nicht nur einen tollen Abend, ich wünsche euch, dass die nächsten Schritte, was du gehört hast heute Abend, umzusetzen in dein Leben, wird dich bereichern, wird dich anspornen, um Jesus noch mehr zu erkennen. Now, in Abschluss nur ein paar Ansagen. Natürlich am Sonntag 10:15 Uhr, wir werden gemeinsam wieder Gott loben und preisen. Und wie die meisten von euch wissen, vielleicht alle wissen, es gibt die Möglichkeit jetzt auch in einen kleinen Gruppen Gottesdienste und Veranstaltungen zu veranstalten. Und wir haben uns diskutiert innerhalb der Leidenschaft, wie können wir das tun. Und so, wir werden mit einer kleinen Gruppe von Verantwortlichen in der Gemeinde und Mitarbeitern nächsten Freitagabend beginnen. Und man hat die Möglichkeit, am 22. Mai zum ersten Mal hier zu kommen, aber man muss sich im Vorfeld anmelden. Das heißt, wenn du möchtest hier sein, weil wir können nur so viele Leute unterbringen. Wir sind nicht selber sicher. Wir wissen, die Bestimmungen sind 2 Meter Abstand um jeder Einzelmensch oder wenn es Ehemann, Ehefrau, dass die zusammensitzen können natürlich. Jeder muss eine Maske anhaben, das sind die Voraussetzungen und wir wollen euch alle Bestimmungen geben. Deshalb müssen wir von euch hören. So, wenn du ein Interesse hast, eine von unseren Freitagabenden Gottesdienste zu erleben, wir haben gedacht, für Sonntagmorgen, wir warten ab ein bisschen, weil wir werden zu viel verlieren. Man kann nicht alles singen.
Man hat eine Maske an, das ist fast unmöglich. Man kann nicht Gottesdienst feiern, wie wir gewöhnt sind. Und wir wollen den Sonntag so als Festgottesdienst feiern, weiterhin, auch wenn es über nur Livestreaming ist. Aber der Freitagabend ist es, man darf nur eine Stunde zusammen sein, das ist auch eine der Bestimmungen. Und Freitagabend, es bietet sich an. Wir sind eine Stunde zusammen. Wir sind jetzt gleich zu der Ende von unserer Stunde und das passt sehr gut. So, wenn du Interesse hast, wir werden euch alles sagen und schreiben, was notwendig ist. Ihr müsst uns anschreiben. info@gospel-life-center. Wenn ihr Interesse habt, bitte tut das. Freitag am 22. Mai um 19 Uhr wird die erste Möglichkeit hier zu sein. Du kannst nicht ganz einfach kommen, weil wir müssen auch wissen, wer alle da waren. Falls jemand wird später erkrankt, ob es zu tun hat mit uns oder nicht, wir müssen fähig sein, auch den Gesundheitsamt zu sagen, wer hier war und wie lange waren sie hier und mit welchen Menschen. Hey, es ist kompliziert, aber so ist das, aber Gott wird uns durchbringen. Und bedenke, wir haben keinen Kinderdienst, so wir können keine Kinder mitbringen. Wir sagen, Jüngsten ab 14. 15, so in dieser Alter, weil für die Kleinkinder, das wäre für sie zu uninteressant sein. Und es ist fast unmöglich, Social Distancing, dieses Abstand zu halten mit Kindern. So nochmal die Anmeldung unter info@gospel-life-center und wir senden euch, ihr müsst eine Bestätigung von uns bekommen und da werden wir auch in der Bestätigung alle Bedingungen auch ganz klar sagen. Now, das gibt auch für den Kinderdienst zu sagen, ein neues Video wird heute Abend auf unsere YouTube-Page hochgeladen. Dieses Kinderdienst-Video ist auch Thema Dankbarkeit und Muttertag. So, die Kinder wir wollen die Kinder ermutigen, morgen schon bevor Muttertag dieses Programm mitzuerleben, weil etwas geheimnisvoll und wunderbar wird für deine Mamis vorbereitet. So bitte schau das an. Heute Abend, es wird hochgeladen und morgen könnt ihr die Kids das anschauen auf unserem YouTube-Channel. Und vergesse nicht, Sonntag ist Muttertag. So denk an deine Mutter. Und wir haben etwas Schönes vorbereitet für Muttertag, aber ich sage nichts mehr darüber. Wir warten bis Sonntag. An dieser Stelle, ich möchte uns alle die Gelegenheit geben, auch die Gemeinde zu unterstützen. Es gehört zu unserer Anbetung. Es gehört zu unserer Bereitschaft, Anteil zu haben an das, was Gott tut. Und ich möchte nochmal sagen, danke für alle, die so treu die Gemeinde hier im Gospel Life Center unterstützt haben. Wir schätzen es so sehr und wir beten ständig für Gottes Versorgung für euch, dass nicht einer zu kurz geht. Na, man sieht jetzt, es ist eingeblendet, via Banküberweisung oder via PayPal, eine Spende, ein Liebesopfer, wie es genannt wird, eine Gabe kann an die Gemeinde gegeben. Aber wenn du etwas tust, tu es, weil für dich ist es ein Ausdruck von deinem Glauben und deiner Dankbarkeit. Das bringt Segen für die Gemeinde, aber es bringt Segen auch für dich. So, in Abschluss, lass mich für alle beten, die gerade jetzt bereit sind, die Gemeinde zu unterstützen. Und lass mich euch segnen. Vater, danke für die Möglichkeit, die du uns geschenkt hast, für die Versorgung, die du in diesem Haus bringst und für die Segen, die du aus diesem Haus ermöglichst. Vater, es braucht die Unterstützung von treuen Geschwistern. Aber in erster Linie, das ist nicht so sehr wegen Unterstützung, es ist ein Ausdruck von Anbetung, von Dankbarkeit. So, Vater, ich bete gerade jetzt für jeder Einzelne, für jede Familie, für jeden Mensch, der selbstständig ist, für jeder einzelnen Mensch, dass die werden, wie wir gehört haben, du gibst den Seemann Samen. Vater, dass du übernatürlich Versorgung bringst in ihr Leben. Und lass sie nicht nur diesen Segen erfahren, lass sie sehen, dass sie eine Quelle sind für Segen für andere. Nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für viele, viele Menschen in vielen Situationen. Und ich spreche diesen Segen aus über jeder, der mit diesen Einstellungen bereit ist, in das Haus Gottes zu investieren. In Jesu Namen. Well, schön, dass Sie eingeschaltet hatten heute Abend. Ich hoffe, das war für euch eine Bereicherung. Wir sehen uns wieder Sonntagmorgen, 10:15 Uhr. Schönes Wochenende und wir sehen uns Sonntag, Muttertag. Gottes Segen.